Oh, einen Moment. Kannst du das Lisa bitte mit hochnehmen? Klar. Wenn sie schon nicht zum Frühstück erscheint, soll sie wenigstens ein Brötchen mit in die Schule nehmen. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ihr auf den Magen geschlagen ist. Aber ich schau mal nach ihr, wir müssen eh los. Ah, Paul, Ihre Schulsachen nehmen Sie doch gleich mit. Ja. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, warum Lisa keinen Hunger hat. Die gehört mir. Oh, ich nehme sie und tue sie dann gleich weg. Nein, nein, gib sie mir ruhig. Susanne. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin auf deiner Seite. Wir waren immer eine Familie. Wir haben so viel miteinander durchgestanden. Da werden wir auch das gemeinsam schaffen. »30 Jahre sind eine lange Zeit. Wir haben viel miteinander erlebt. Sie haben meine Kinder groß werden sehen, haben mir zuweilen in erzieherischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie haben miterlebt, wie meine Familie gewachsen ist. Und das auf durchaus kuriose Weise. Das galt hier, oder? Ich habe mich doch damals als Dienstmädchen auf Königsbrunn eingeschleust. Aber ich wurde schon nach 2 Tagen wieder entlassen. Untragbar. Viele schöne Momente durften wir miteinander teilen. Aber auch schreckliche Zeiten haben Sie mit uns durchgestanden, Frau Kepler. Meine Ehe mit Bernd hätte sicherlich auch ein paar graue Haare beschert. Das würde mich nicht wundern. Und dafür möchten wir uns alle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch die nächsten 30 Jahre hier bei uns auf Königsbrunn verbringen würden. So habe ich Xavier noch nie erlebt, dass er höchstpersönlich an den Tisch kommt. Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind, das uns sein Riesig geschmeckt hat. Carla, Susanne. Hallo. Seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Glücksbringer für die nächste Untersuchung. Ach, das ist ja toll. Vielen Dank. Sag mal, aber dich sieht ja aus, als hättest du die Glücksbringer der ganzen Stadt gekauft. Nur ein paar für meine besten Freunde. Hau nicht gleich das ganze Geld auf den Kopf. Quatsch. Den Großteil spare ich, versprochen. Für eine tolle Musikanlage? Wolltest du nicht Fußball gucken? Ich bringe jetzt mal das Altpapier raus. Paul kriegt das nicht auf die Reihe. Na Gott sei Dank wollen wir nur ein Kind, wenn das die ganze Zeit so geht. Wir holen einfach eine dritte Meinung ein. Das bringt doch nichts. Keine guten Neuigkeiten? Gar keine Neuigkeiten. Der Spezialist sagt dasselbe wie mein Frauenarzt. Also keine Kinder. Wahrscheinlich nie mehr. Das ist doch noch gar nicht gesagt. Das sagen die doch nur, damit es nicht so hart klingt. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich hätte so gerne jetzt noch was Kleines. Mit dir. Wenn etwas nicht sein soll, dann muss man es manchmal hinnehmen als eine Art Wink des Schicksals. Was willst du damit sagen? Du weißt, was ich sagen will. Er ist eine andere Generation. Ja und? Die Zeiten ändern sich. Eine Familie ist heute nicht mehr nur Vater, Mutter, Kind. Das muss er endlich kapieren. Macht das einen Unterschied? Nein. Warum bekommt nicht einfach Carla das Kind? Ich meine, den Vorteil habt ihr doch. Ihr seid 2 Frauen. Also, Carla kann sich eine Schwangerschaft nicht vorstellen. Und ich akzeptiere das. Müsst ihr wissen. Eben. Susanne, kriege ich eine ehrliche Antwort? Ja? Ist es für dich wirklich in Ordnung, dass ich unser Kind nicht austragen will? Das habe ich doch schon gesagt. Meinst du es auch so? Natürlich. Ich habe mir das in den letzten Tagen immer wieder versucht vorzustellen. Es geht nicht. Für mich ist das einfach... Ich kann es nicht. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Ich verstehe das schon. Danke. Vielleicht hat Papa ja recht. Ich schlag mir das alles aus dem Kopf und freue mich an dem, was ich habe.
Vielleicht klappt es doch noch irgendwann. Das ist durchaus möglich. Nein, ich darf mich da nicht reinsteigern. Ich habe dich, ich habe Paul, ich habe Lisa. Eigentlich bin ich eine sehr glückliche Frau. Auf jeden Fall bist du die Tapferste. Hallo, ihr zwei. Hallo. Das ist ja nett. Wie geht's euch? Geht so. Willst du dich nicht setzen? Oder bist du anderweitig verabredet? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte, Entschuldigung. Angelo, ich hätte gerne eine gemischte Vorspeisenplatte zum Mitnehmen und ein Latte Macchiato für jetzt. Sehr gerne. Danke. Nimm meinen, ich muss sowieso los. Ach. Der Kleine langweilt sich total und auf Dauer ist die Luft hier auch nicht gut für ihn. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen. Es gibt jetzt einen neuen Typ Mutter namens Cappuccino-Schlampen. Was ist das denn? Das sind Mütter, die mit ihren Kinderwagen immer in Cafés rumhängen. Na, dann weiß ich ja, was ich das nächste Mal bestelle. Also, ciao. Ciao. Und bei euch? Gibt es noch Chancen auf den Club der Cappuccino-Schlampen? Sieht leider ziemlich schlecht aus. Wenn du doch diejenige wärst, die... Ich meine, ich will dich nicht bequatschen, aber... Susanne wünscht sich so sehr ein Kind mit dir. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass es ein harter Schlag für sie ist. Aber sie verkraftet es besser, als ich dachte. Ich habe mich so sehr auf das Kind gefreut. Und seit ich weiß, dass es nicht geht, ist es nur noch schlimmer. Also sei mir nicht böse, aber ich habe das Gefühl, du bist nicht wirklich offen zu Carla. Ich will sie nicht zu einer Schwangerschaft drängen. Sicher nicht? Ich denke, du bist sowieso dagegen. Ach, um mich geht es doch überhaupt nicht. Du willst ein Kind, Carla könnte eins bekommen. Also warum bekommt sie es nicht? Dir zuliebe. Weil ihr der Gedanke Angst macht. Jede Veränderung schafft Ängste. Das legt sich mit der Zeit. Und wenn nicht? Könnte es nicht sein, dass Carla nicht will, weil sie sich in eurer Beziehung als der Mann sieht? Ach, Papa, das ist wirklich totaler Blödsinn. Ach, es will einfach nicht mein altes Hirn. Ich finde ihre Begründung einigermaßen vorgeschoben. Du verstehst das eben nicht. Ja, tue ich wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, deine Frau will überhaupt kein Kind. Schon mal darüber nachgedacht? Carla, also ich... Nein. Carla, ich muss dich was fragen. Nicht, dass du jetzt beleidigt bist, aber... Hast du gerade was gesagt? Entschuldige, ich bin hundemüde. Was meintest du gerade? Wollen wir uns hinlegen? Ist doch gemütlicher. Ja, gute Idee. Ich will nur noch schlafen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie kaputt ich bin. Carla? Du riechst gut. Darf ich dich was fragen, Carla? Mhm. Also, nicht, dass du jetzt gekränkt bist. Aber ich muss das wissen. Willst du überhaupt Kinder? Carla? Hab ich gut geschlafen? Ich überhaupt nicht. Irgendwie konnte ich nicht einschlafen. War ja auch kein schöner Tag für dich gestern. Nein, wirklich nicht. Was machen wir denn jetzt mit dir? Carla, ich muss dich was fragen. Ja. Natalie, hallo. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du mir den Kleinen für 1, 2 Stündchen abnehmen? Also, Bitte. Ich weiß, es ist kurzfristig, aber ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. ist es okay für dich? Ja, klar. Gib ihn her. Guck mal, jetzt gehen wir mal. Was ist das? Oh. Danke. Ich beeile mich, ja? Lass dir ruhig Zeit. Tschüss. Tschüss. Nette? Du bist aber ein Süßer. Was ist das denn? Was ist das denn?
super, du kannst ja schon richtig Türme bauen. Echt klasse, ja. Wie ein richtiger Kerl eben. Und kennst du den schon? Guck mal. Kuckuck. Du kannst richtig gut mit Kindern umgehen. Ich mag Kinder ja auch. Warum willst du dann keins kriegen? Wie sie wollen. Es soll einfach nicht sein. Ich meine selber kriegen. Susanne, das haben wir doch schon besprochen. Das war vor der Untersuchung. Jetzt ist die Lage anders. Für mich nicht. Auch nicht, wenn du mir damit meinen größten Wunsch erfüllst? Susanne, bitte. Weißt du, was ich langsam glaube? Du bist eigentlich ganz froh darüber. Nein, bin ich nicht. Doch. Und nicht, weil du keine Kinder magst. Gibst zu. Willst du überhaupt kein Kind mit mir? Dann hatte ich also recht. Du willst überhaupt kein Kind mit mir. Ach, Susanne, bitte glaub mir, das ist es nicht. Und was ist es dann? Ich habe Angst. Angst? Wovor denn? Dass was schiefgehen kann. Susanne, ich bin es gewohnt, die Dinge in meinem Leben selber zu bestimmen. Immer die Kontrolle über alles zu haben. Aber eine Schwangerschaft, die kann man doch nicht kontrollieren. Aber das musst du doch überhaupt nicht. So ein Kind entwickelt sich von ganz allein. Ich habe Angst, dass es mir so geht wie Natalie. Wenn wir das Kind verlieren würden. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde. Das ist das erste Mal, dass du zugibst, vor etwas Angst zu haben. Das macht es auch nicht leichter. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Ängste zu haben oder unsicher zu sein. Sowas kenne ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Warum hast du mir das nicht längst erzählt? Weil Angst zu haben für mich Schwäche bedeutet. Und vor mir darfst du nicht schwach sein? Du musst nicht perfekt sein für mich. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja? Ich muss nur los, meine Schicht fängt an. Ich rufe dich an. Sag Tschüss zu Tante Susanne. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Hallo. Hallo. Du bist ja schon zurück? Sieht ja aus, als hätte ich mich umsonst beeilt. Ich habe dem Arzt gesagt, dass ich mein Pflegekind in den Fängen einer lesbischen Intellektuellen zurücklassen musste. Da hat er mich natürlich als Erste dran genommen. Oh. Und wenn er jetzt noch erfahren würde, dass die Lesbe den Kleinen gar nicht mehr hergeben will? Würde sein Weltbild vollends zusammenbrechen. Hey, mein Kleiner. Na? War er lieb? Ja. Es ist alles super gelaufen. Hallo. Warum muss eigentlich immer alles so kompliziert sein? Gab's doch Probleme? Nein, nicht mit ihm. Mit mir. Ich hätte gern ein Kind, aber ich habe Angst vor der Schwangerschaft. Und wovor hast du genau Angst? Dass was schiefgehen könnte. Du meinst, dass du das Kind verlieren könntest? So wie ich. Niemand kann dir versprechen, dass das nicht passiert. Ich weiß einfach nicht, ob ich das verkraften würde. Auch das kann dir niemand vorher sagen. Nur eins steht fest. Wenn du deine Angst siegen lässt, verpasst du die Chance deines Lebens. Und ist einer wie er es nicht wert, dass man ein Risiko eingeht?